Wir befinden uns hier gerade im Italien-Abschnitt, noch im Rohbau, ganz klar. Und heute geht es um Knopfdruckaktionen. Und tatsächlich haben wir 250 Stück auf der Anlage verteilt. Und wenn man diese Knopfdrücker sieht, sieht man eigentlich immer nur diesen ganz kleinen Knopf und weiß gar nicht, wie viel Kabellage da unten drunter verlegt ist. Und unser Spezialist, Hendrik, du bist, sag ich mal, der Knopfdruckspezialist, du baust eine Olivenpresse, richtig? Genau, ja. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also die kommt jetzt hier in die Anlage, ist eigentlich von außen nur so ein kleines Gebäude, gar nicht viel zu erkennen, aber wenn man dann genauer hinguckt, werden da so 2, 3 kleine Bewegungen drin sein. Und das ist halt viel Mechanik und da steckt man halt viel Herzblut rein und es sieht man meistens eigentlich nicht so. Okay, das hört sich ja eigentlich eher einfach an. Ja, aber es nimmt doch schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Es soll ja auch so sein, dass der Knopfdrücker nicht nur 1, 2 Tage läuft, der soll ja am besten dann 10, 15 Jahre laufen, ohne dass man viel machen muss. 15 Jahre? Genau, Ja. und die einzelnen Schritte, was ich da jetzt mache und was da so geplant ist, das zeige ich euch am besten mal in der Werkstatt. Und dann kommt ihr einfach mal mit. Sehr gerne. Ja, hier ist jetzt mein Arbeitsplatz Ah, ja. und da werde ich die Olivenölpresse bauen. Und die ist hier schon ein bisschen vorbereitet vom Sönke. Na, wollen wir das jetzt mal weitermachen? Also ich habe die hier ein Gerüst zusammengebaut. Oder das Häuschen, Anlagenkante ist ja angeschnitten. Und der Clou dabei ist, ich habe das auf Magnete gepackt, dass man das Gebäude wegnehmen kann. Und du dann deine Mechaniken ganz in Ruhe einbauen kannst. Kannst von der Höhe her gucken, wie viel Platz du brauchst. Genau. Ausschmücken und ausdekorieren tue ich das dann hinterher. Okay, super. Ja. Das ist auch besser für Wartung und Reparaturen und so. Genau. Dann viel Spaß, ran ans Werk, Ja. dass ich irgendwann weitermachen kann. Okay, danke. Also hier kommt jetzt so ein bisschen Bewegung rein und zwar wird hier ein Pferd im Kreis laufen und ein bisschen Oliven mahlen. Das Pferd bewegt sich dann auch? Ja, genau. Ach, okay. Also jetzt nicht die Beine, aber es wird halt im Kreis laufen. Okay. Daneben im Haus kommt noch eine Presse hin. Die ist eigentlich so hier auf diesen Bildern zu erkennen. Ah ja, Da okay, deine fange ich Vorbilder. gerade so an, ja. dass man ein bisschen ein Vorbild hat, wie das später mal aussehen soll. Die dritte Aktion ist hier draußen ein Baum und ein Trecker. Ah ja, okay. Ach ja, hier, diese Dinger, die kenne ich. Das ist, da kommt so eine Klaue an den Baum ran und der rüttelt das ganze Ding dann. Genau. Und dann fallen die ganzen Oliven runter, richtig? Genau, Ach, die cool. reifen Oliven fallen dann runter und wahrscheinlich die nicht reifen bleiben dann noch hängen. Oder Und das baust du hängen. alles? Genau, ja. Boah, stark. Ja, ich bin gespannt. Ja, wir sind jetzt hier bei Tag 2. Heute sind wir im Maschinenraum. Jetzt explizit heute werde ich hier ein bisschen an der Fräse arbeiten. Und da werde ich den Stamm von der Presse weiter bearbeiten und werde eine Führung bauen für die Achshülse. Das sieht ja schon gut aus. Moin. Mensch, Tag. Na, bist ja schon echt weit gekommen. Ja, also ich habe den Aufbau jetzt mal so relativ weit vorangebracht. Habe den ein bisschen fixiert hier, einfach nur mit Klebeband, erstmal um überhaupt testen zu können. Ach, Motor hast du auch drunter gebaut, sehe ich. Motor habe ich auch drunter, genau. Den kann man jetzt auch einfach mal laufen lassen. Ach, cool. Weil ich wollte gerade mal gucken, wie lange der braucht, um halt von ganz oben nach ganz unten zu verfahren. Und wenn das halt zu lange dauert, dann wird es vielleicht auch wieder langweilig für den Gast. Ah, Man okay, sieht dann, alles dass klar, sich ja, kaum was klar. bewegt oder so. Das macht Sinn. Deswegen, Ja, das ist ja schon sollte sehr das langsam. halt- Also was ist so die Zeitspanne, die du dir, sag ich mal, gibst? Also wenn man draufdrückt auf den Knopf, also eine Minute, denke ich mal. Minute. Ist noch erträglich. Solange sich halt irgendwie was bewegt oder was verändert. Also, ja, klar. und wenn man jetzt so sieht, der Hub also bewegt sich ja kaum. Und Ja. wenn da immer, man muss ja immer so als Gast überlegen, man sieht das kaum, dass sich was bewegt. Ja, das stimmt. Also man sollte schon dann wirklich Genau. auch sehen, das müsste so ein... Und dafür mache ich dann vielleicht eine Gewindestange mit
mit einer höheren Steigung, einer größeren Steigung, dass er sich einfach schneller bewegt. Auch wenn es vielleicht dann nachher ein bisschen unrealistisch aussieht vom Hub her. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die du machst? Also ich werde mir jetzt mal überlegen, eine neue Gewindestange zu drehen. Haben wir hier ja auch die Möglichkeit. Einfach mit der höheren Steigung und dann nochmal weiter ausprobieren und weiter testen. Moin. Moin. Na, ach guck mal, du hast ja schon die größere Gewindestange aufgebaut. Genau, eine größere Steigung. Nämlich knapp 4 mm, glaube ich. Ach, stark. Und hier habe ich einfach mal so einen Prototyp von einer Mutter gemacht. Weil ich brauche ja hier nachher wieder den Einsatz drin, wo sich die drin drehen kann, die Stange. Und habe dann die Gewindestange mit Trennmittel beschmiert. Bisschen Federstahl oben in die Gewindegänge gepackt und dann oben mit Acrylit wieder zugeschmiert. Und was ist jetzt hier mit diesem Rondell, mit dem Ding? Wie weit bist du damit gekommen? Okay. Genau, da kommen ja die Oliven rein, werden gemahlen. Hier hast du so kleine Muttern dran gelötet, damit das Genau. Rad natürlich nicht rausrutscht. Und das Ding dreht sich dann. Genau. Ja, die Muttern habe ich halt gemacht, sieht auch besser aus, Ja. weil in echt sind ja auch irgendwie Muttern ja. drauf oder so. Das stimmt. Und das machst du jetzt als nächstes? Ich würde mir jetzt einfach schon mal für die nächste Bewegung, hier soll noch ein Olivenbaum hin und ein Trecker. Da würde ich jetzt einfach mal unten in den Shop gehen und einfach mal gucken, was wir da haben, so an Ich bin Trecker. auf Treckersuche. Treckersuche, genau. Yes. Okay. Am besten irgendwie einen älteren, Hier ist doch einer. Guck mal, der ist doch schick. war ein bisschen zu neu. Ja. Oh, hier ist doch ein alter. Ach nee, doch da. Guck mal. Hier haben wir den grünen schon mal. Der ist ganz gut, der gefällt mir. Wir bauen hier gerade so ein kleines Paradies für Kinder, beziehungsweise eine Grabbelkiste. Und es steht hier unter der Schweiz. Und Tim hat uns gerade den Tipp gegeben, dass hier ein sehr, sehr, sehr alter Traktor steht. Ja, diese alte Kiste. Und was hältst du denn davon? Ja, der sieht schon mal ganz gut aus. Hat kleinere Reifen vorne, Ja, ne? macht ihn natürlich noch mal ein bisschen authentischer. Er ist schon gealtert, also nicht halt die Fabrik-Neu-Farbe Nicht, hier. dass der gealtert ist. Ich glaube, der war wirklich in Benutzung. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, dann könntest du ja den morgen mal ein bisschen ausschmücken. Alles Du klar. hast ja gesagt, du wolltest hier irgendwie einen Bügel, hattest du vorgeschlagen. Genau. Setzt du da noch vielleicht einen älteren Herrn drauf. Ein Mannequin drauf und Genau. verzieh die noch ein bisschen schick. Ja, machst vielleicht noch so ein bisschen Dreckiger. Lichter dran. Bisschen genau. Lichter. Ja. Genau. Ja. Und du morgen? Ich kümmere mich hier um den Olivenbaum, der da hin soll. Das ist ein bisschen schwierig, den Baum hier aufzutreiben, ne? Ja, wir haben ja ganz viele oben in der Anlage, aber da immer den richtigen zu finden, das ist wie Weihnachtsbaum aus. Ja, stimmt. Wäre blöd, wenn 30, 40 Stück an. in Italien ein Tannenbaum steht, an Genau, dem ja. gerüttelt wird. Ja. Hast du denn auch eine Säge dabei? Maßstab 1:87? Ja, also ich habe eine elektrische Kettensäge, Okay. die habe ich immer auf der Tasche. Alles klar. Ja, sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Fällen. Jo, danke. Alles klar. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Einen sehr, sehr, sehr dreckigen und öligen Traktor, den du verwenden kannst. Sogar mit kleinen Scheinwerfer hinten drauf, ne, falls es dunkel wird, kann man das Ganze beleuchten. Es sind 2 Wochen vergangen. Du hast dich ein bisschen ausprobiert mit dem ganzen Ding. Es ist ja immer noch der erste Testversuch, denke ich, oder? Genau, also vom Grundaufbau. Viele diverse Teile einfach ausgetauscht und verbessert, oder? Ja. Ja, ich musste halt immer so ein bisschen ausprobieren, was halt besser ist, was wartungsfreundlich ist, was verschleißfrei am besten natürlich ist, was es eigentlich ja grundsätzlich nie ist. Ein bisschen was geht immer irgendwie irgendwann mal kaputt und bin aber gut vorangekommen. Was sehen wir jetzt hier genau? Also ich sehe jetzt hier die Motoren und was hast du jetzt hier genau gebaut, wenn wir jetzt mal hier anfangen? Genau, wir fangen ja mal hier an. Das ist nachher die Mühle. Wir können das ja nachher mal umdrehen, wenn wir hier so komplett durcherklärt haben. Das ist nachher für die Mühle. Das ist einfach, der Motor soll sich einfach ein bisschen schön langsam drehen, bis das Pferd da vernünftig im Kreis läuft und die Oliven malt. Malt. Genau. Ja. Da haben wir dann hier
einen Spannungsregler. Da kann man schön die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell er sich dann drehen soll. Wir arbeiten ja immer mit 15 Volt unter der Anlage. Und der ist, denke ich, glaube ich, jetzt so vom Gefühl her ist er, glaube ich, so auf 4,5, 5 Volt Also der wird sich dann wirklich sehr langsam drehen. Ja. Und ist halt auch für den Motor, der auf 15 Volt ausgelegt wäre, wenn er nur auf 5 läuft, ist natürlich auch ganz gut. Ja. Und hier sehe ich jetzt gerade, du hast eine Übersetzung hier mit eingebaut, ne? Die Übersetzung ist halt dafür, wenn dieser Motor einmal rumdreht, ich habe hier Endlagenschalter für oben, unten. Er dreht halt hier rum, hier habe ich so einen kleinen Stift. Der fährt dann hier gegen, aktiviert und dann dreht er sich wieder andersrum. Ich muss ein bisschen mit Endlagenschaltern arbeiten, weil ich will ja hoch und runter bei der Presse nachher. Und das kann man dann halt nachher auch sehen. Ich kann den jetzt auch so ein bisschen von Hand drehen. Ich habe die Endlagenschalter halt, du siehst ja hier. Ah ja, da kommt da er habe ich an. einen, dann aktiviert er den, fährt er wieder rum und aktiviert den anderen. Und wenn ich aber diese Umdrehung direkt auf die Stange gemacht hätte, hätte der Balken sich nur so ein bisschen bewegt. Und so ist es halt so, dass das kleine Zahnrad bewegt sich 6,5 bis 7 Mal in der Zeit, wo das sich einmal bewegt. Das bewegt sich einmal. Ah, ja. Genau, und dadurch kriege ich halt den Hub besser hin. Ah, ja. Wie lange hast du gebraucht, um darauf zu kommen? Oh, das ging relativ schnell. Ich hatte den Motor als erstes direkt drauf und habe dann gesehen, das bewegt sich ja. Na, okay, dann direkt die Übersetzung mit Genau. reingesetzt. Ah, ja. Okay. Genau, und da sieht man auch hier ist eine andere Platine drauf, auch mit einem Spannungsregler, aber halt auch mit Endschaltern. Ja. Also das ist eine Steuerplatine. Und hier sehe ich jetzt 2 Magnete. Was hat das auf sich? Genau, das ist nachher der Motor für den Baumrüttler, was ich ja schon erzählt hatte. Und da hat mich ein Kollege auf die Idee gebracht, das über Magneten zu machen. Weil man hat ja bei dem Magnet, wenn der sich hier dreht, hat man immer einen Nord-Süd. Ja, ja. Dementsprechend bewegt er sich halt. Wenn ich den jetzt hier so ein bisschen hin und her bewege, sieht man ja schon, der wackelt. Und wenn man das nachher auf der anderen Seite sieht, mit dem Baum drauf, dann rüttelt der. Dann rüttelt der quasi, genau. Ach cool. Und hier habe ich halt auch einfach nur einen Halter. Hier habe ich die Achse noch mal ein bisschen kugelbelagert. Damit's auch Damit rund. durch den Magnet hier vorne, hier hinten das Getriebe nicht zu sehr belastet wird. Ah, schön. Das Ganze wird, so wie es jetzt hier steht, dann auch auf der Anlage zu sehen sein, mit diesem schönen Pappdach oben drüber. Ne, und damit ihr mal hier einen schönen Blick reinwerfen könnt, wie das Ganze dann bei Nacht aussieht. Einmal Licht aus. Ja, damit danke ich dir für deine Zeit, dass wir hier mal so reingucken konnten. Ne? Und ihr kommt am besten noch mal mit nach Italien. Ich habe meine Vespa dabei und deswegen fahre ich jetzt los. Obacht, Entschuldigung, ich will links vorbei. Ja, hier in Rom hat sich natürlich schon einiges getan. Ich muss erstmal mein Moped abstellen. So, sehr gut. Aber der eigentliche Grund, warum wir jetzt hier zusammen nach Rom gefahren sind, ist folgender. Das ist tatsächlich meine allerletzte Folge, die ich hier mit euch zusammen drehe. Und ich kann nur sagen, es war ein unglaublicher Ritt. Also ich habe so viel erlebt hier mit den Mitarbeitern, mit diesen Bauabschnitt verfolgt und ich habe mit euch so viel zusammen erlebt und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass ihr euch natürlich auch die Zeit dafür genommen habt, die Geduld hattet und ja, wir haben tatsächlich auch schon einen Nachfolger gefunden, der das Ganze dann weiterhin moderieren wird und den könnt ihr in der 7. Folge, das ist der Straßenbahnführer, guckt euch den mal genauer an, das ist der Kerl, ne, der wird das hier machen. Und damit sage ich, danke für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier dran bleibt an dem Italien-Blog und macht's gut.